Pastasi. Läuft, oder? Boah, ja Leute, die letzten Tage und Wochen waren echt ziemlich nervenaufreibend. Meine Frau hat vor 2 Tagen, also heute ist der 20. Juli, am 18. Juli hat meine Frau noch den Führerschein fürs Motorrad bestanden. Bin ich auch sehr stolz auf sie. Das hat uns auch nochmal richtig ordentlich an Anspannung dazugegeben, weil wäre das schief gegangen, dann ja, hätten wir ungefähr 3.000 € für den Arsch gezahlt. Aber jetzt ist hat das alles funktioniert und ich bin echt froh. Und jetzt können wir in Norwegen, so ist der Plan, auch mal uns dann mit Motorrädern auseinandersetzen. Wir fahren jetzt gerade auf der A7, also wir haben jetzt schon die ersten 100 Kilometer absolviert. Wir haben jetzt noch ungefähr 900 Kilometer nach Pföffling, Dänemark. Ja, Reisegeschwindigkeit sind so 80 bis 100 Kilometer in der Stunde. Ja, ich hoffe, dass wir da heute gut durchkommen. Ich habe immer so bei Hamburg geht mir auf den Sack. Ich mag es einfach nicht, durch Hamburg zu fahren. Da muss man immer durch so komische Tunnels und Brücken und keine Ahnung. Und da ist ständig Baustelle und Stau und hey, tut mir leid an alle Hamburger, die das jetzt sehen, aber sorry, ich hasse Hamburg. Also zum Durchfahren ist es die absolute Hölle. Sobald man die dänische Grenze überquert hat, ist das Fahren richtig chillig. Und wenn meine Frau nicht alle halbe Stunde jetzt pinkeln muss, werden wir wahrscheinlich innerhalb der nächsten 12 Stunden auch dort ankommen. Navi sagt 15:41 Uhr, ich rechne jetzt eher so mit 18 Uhr, aber 18 Uhr wäre echt super. Ich glaube, ich habe 4,5 Stunden geschlafen oder so. Meine Frau noch weniger. Aber die ist auch selber schuld, die geht immer spät ins Bett. ja, da lacht sie. Ja Leute, wir sitzen jetzt schon hier in Tromsø in unserer neuen Wohnung und sind jetzt seit ca. 3 Tagen hier angekommen. Natürlich hatten wir einige Turbulenzen auf dem Weg hierher, aber jetzt wollen wir euch erstmal sagen, warum eigentlich Norwegen? Das ist eigentlich das wichtigste Thema, das wir noch überhaupt nicht geklärt haben. Und da würde ich einfach ganz gerne damit anfangen. Meine Frau und ich, wir sind zusammengekommen 2017 und im Februar 2018 sind wir dann zusammengezogen. Voll schnell. Ja, relativ. Ja, ungefähr so ein halbes Jahr später haben wir uns dann überlegt, wie wir unseren ersten Urlaub verbringen wollen und haben uns dann erst so gedacht, also wir hatten kein großes Budget. Und ja, 300 € hatte ich. Ja, sie hatte 300 €. Ich hatte Hart verdiente 300 € beim Pflegedienst. Ja, ich hatte schon ein bisschen mehr, aber unser Budget war halt sehr begrenzt. Auf jeden Fall haben wir uns dann so gedacht, ja, also ich habe mir erstmal so gedacht, okay, sie ist Südländerin, also ich brauche gar nicht erst mit Skandinavien anfangen, weil... Ja, immer diese Vorurteile gegenüber den Kanaken, gell? Echt. Ich war ja schon immer für Skandinavien offen. Also ich dachte mir immer so, da oben, das sind so Länder, irgendwie wenig Leute sprechen darüber und irgendwie ist das aber für mich schon voll interessant gewesen. Und mit meiner Ex-Freundin damals hat das nicht funktioniert, die wollte immer nur so komische Städtereisen machen und das hat mich eigentlich nur gestresst. Dann war mal die Idee,
mit einer AIDA-Tour oder Hurtigruten, dann könnte man so an der Küste entlang ein bisschen was an Norwegen und sie hätte ihre Städtereisen, hat aber alles nicht funktioniert. Aber wie sind wir jetzt eigentlich zu Norwegen gekommen? Wir wollten erstmal einen gemeinsamen Urlaub machen. Problem ist, wir hatten beide nicht besonders viel Geld zur Verfügung, vor allem ich nicht. Er hatte schon einen festen Job. Ich habe nur als Teilzeit beim Pflegedienst gearbeitet und dementsprechend war die Urlaubsgestaltung etwas schwierig. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann machen wir uns halt so 2 kleine Zettelchen und schreiben unsere 5 Länder drauf, wo wir Urlaub machen könnten. Wir haben uns dann auf die Zettel was hingeschrieben, natürlich mit dem Hintergedanken, dass wir uns das auch leisten können, sprich die billigsten Urlaubsländer rausgesucht und dann hingeklatscht. Dann haben wir uns die so vorgelesen, beide hatten wir, glaube ich, Portugal, Spanien, Kroatien, halt das Typische. Und dann haben wir uns beide so angeschaut, dann habe ich gemeint, also wenn ich jetzt die Kohle hätte, dann würde ich so gerne nach Norwegen oder allgemein Skandinavien. Und er ganz überrascht. Was? Die Südländerin nach Norwegen, wie kann das sein? So, und ich so, ja, Alter, dann brauchen wir gar nicht mehr weiter diskutieren, dann fahren wir nach Norwegen. So, das war entschieden. Ja, dann haben wir geschaut, wie wir das hinkriegen, so mit dem Geld, was wir da haben. Aber es geht schon, also mit Airbnb und viel Glück. Also der Flug hat damals 300 € pro Person gekostet. Wir haben dann noch ein bisschen drauf hingespart. Dann war es auch so, genau, wir haben alles über Airbnb gemacht. Und witzigerweise der erste Kontakt, den wir in Norwegen hatten, also unsere erste Airbnb-Wohnung, war ja dann auch so, dass ich habe ihn so gefragt, ob es da so irgendwie so Rent-a-Car gibt, also nichts über Sixt oder so, sondern es gibt ja Leute, die privat ihre Autos verleihen und dann ein bisschen dafür was bekommen. Und er dann so, ja, ihr könnt mein Auto haben. Und das war halt, das war ein Dreier-Touring und der hat das uns, ich glaube für 200 € oder so, sind wir damit halt irgendwie 3000 Kilometer durch Norwegen gefahren. Also war einfach ein mega geiler Glückstreffer. Ja, und dann dachten wir so, krass, also so eine Erfahrung habe ich jetzt in Deutschland noch nicht gemacht. Durch Norwegen durchfahren fand ich so gigantisch und das war auch so das erste Mal in meinem Leben, wo ich mich dann so richtig erholt gefühlt habe, frei von Stress, keine Ängste vor irgendetwas, weil ich einfach so von der Schönheit von dieser Natur überwältigt war. Für mich war das irgendwie so ein Zeichen, also da muss ich auf jeden Fall wieder hin. Ja, genau. Ja, und ich weiß noch, wie wir da durch diesen Tunnel gefahren sind und in Norwegen sind die Tunnel teilweise wirklich wunderschön. Ja, und sehr lang. Und auch beleuchtet mit LED und blau, ich glaube so blaue Farben, gelb, blau, Türkis, so immer schön. Ja. Und dann waren wir, glaube ich, schon eine Woche unterwegs in Norwegen und dann habe ich gemeint, was würdest du sagen, wenn wir hierher ziehen würden? Ja. Oder kannst du es dir vorstellen, hier zu leben? Ja, genau. Oder was habe ich da gesagt? Ja, genau, kannst du dir vorstellen, hier zu leben? Das war deine Frage, das weiß ich noch. Und dann habe ich eigentlich nicht lange gezögert. Für mich war die Antwort eigentlich sofort klar. Also natürlich kann ich mir vorstellen, hier zu leben. Und das ist auch das Witzige, weil bloß weil ich derjenige bin, der sich einen Undercut macht und die Wikinger-Tattoos hat sozusagen, alle denken, das ist auf meinen Mist gewachsen, aber sie ist eigentlich der Übeltäter. Also, und das möchte ich jetzt auch einfach mal klarstellen. Gell, Mama? Nicht er hat mich zu irgendwas gedrängt, sondern ich hatte teilweise die Idee. Ich meine, ich war schon immer zu Skandinavien hingezogen, aber ja, sie war eigentlich diejenige, die das Ganze ins Rollen gebracht hat. Und deswegen sitzen wir jetzt hier in Tromsø auf dem Sofa und machen das Video. Die Frauen immer mit ihren naiven Träumen, gell? Genau. Ja, Leute, wir sind in Hamburg angekommen. Und wie erwartet sind wir im Stau, so wie jedes Mal, wenn wir in Hamburg ankommen. Also wir sind jetzt echt gut durchgekommen eigentlich. Bisschen zäh war es manchmal, aber wir hatten keinen einzigen Stau. Wir haben erst einmal getankt, also der Verbrauch war auch so bei 8 Liter, was mich echt gewundert hat mit dem Anhänger hinten drauf. Aber ja, in Hamburg kommt das Ganze zum Stehen wieder. Aber ich glaube, das wird nachher nochmal schlimmer.
Jetzt scheint sich das Ganze wieder ein bisschen aufzulösen. Ja. Ich meine, geil aussehen tut es ja schon, ne? Muss man schon sagen. Aber ich bin einfach kein Großstädte-Fan. Ich bin auch kein Fan von München. Nur mal so. Wie erklärst du diese Situation? Ja, ich wollte halt ohne Schuhe weiterfahren. Und ich konnte erst einen wieder anziehen. Beim Stau ist das echt schwierig, wenn man die ganze Zeit Stop and Go hat. Und dann muss man deswegen konnte ich erst einen Schuh jetzt anziehen, ja. Das ist ein bisschen blöd so. Boah, ey, Leute, ich bin fertig. Wir fahren jetzt schon fast 10 Stunden. Oder nee, 9 Stunden, glaube ich. Jetzt haben wir noch ungefähr 3 und dann sind wir in Pföffling. Ciao Germany, welcome Dänemark. So, und jetzt werden wir eine ganz lange Zeit Deutschland nicht mehr wiedersehen, hoffe ich jedenfalls. Auf Wiedersehen im echten Norden. Der echte Norden kommt erst noch, Bruder. Oh, schon mal Polizei. Polizei. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Ich bleib einfach so stehen, oder? Ja, und weil es uns dann so gut gefallen hat, beim ersten Norwegen-Urlaub haben wir uns gesagt, wir müssen auf jeden Fall ein zweites Mal dahin. Und wir wussten aber nicht genau, wie wir das machen und wann. Und ich hab im November Geburtstag und er hat mir dann zum Geburtstag ein Flugticket nach Tromsø geschenkt. Ja. Und wir sind dann in der Weihnachtszeit in Tromsø dann auch gewesen. Ja, wir waren über Weihnachten auch in Tromsø. Ja, Waren dann über dort. Weihnachten, kurz vor Silvester haben wir noch in Deutschland verbracht. Ja, genau. Ja, und war auch sehr schön. Natürlich haben wir eine Polarlichter-Expedition gemacht bei dem Arbeitgeber, bei dem wir jetzt gerade sind. Ja, genau. Zufälligerweise beim Arctic Guide Service. Aber zu der Zeit haben wir die Polarlichter leider nicht gesehen. Es war sehr stark bewölkt. Haben wir natürlich die Husky-Schlittenfahrt gemacht. War das Wir absolute waren- Highlight für mich. Ja, weil wir bei der Husky-Schlittenfahrt auch Polarlichter gesehen haben. Genau. Schneeschuhwandern waren Genau. Ja. wir. Und Ja, ein paar Museen haben wir uns angeschaut. Museen haben wir alle Sowas. abgerackert. Genau, wo wir jetzt Ja. durch unseren Arbeitgeber kostenlosen Zutritt haben. Da gehen wir heute auch noch hin. Ja, genau. Ja, Tromsø war dann auch wieder extrem geil. Allerdings sehr touristenüberlaufen, muss man natürlich auch sagen. Und das merken wir jetzt auch hier. Also Ja. wir sind jetzt 3 Tage so hier und sind schon mal durch die Stadt gelaufen und gleich hat uns ein Einheimischer angesprochen, weil wir halt Deutsche sind, weil wir uns halt auf Deutsch unterhalten haben, so ja, sucht ihr den Berg, oder? So, also Bergtour, wollt ihr eine Bergtour machen? Ja. Nee, wir suchen unsere Wohnung eigentlich, weil wir uns noch nicht so ganz ausgekannt haben, so wir uns immer wieder mal so über Handy, Google Maps erkundigen, wie wir zu unserer Wohnung zurückkommen. Haben wir uns halt einfach mal so just for fun bei Arctic Guide Service in Tromsø beworben und die haben uns dann beide genommen. Also haben Weil wir wir, auch gesagt haben, jetzt versuchen wir mal was ganz anderes, als wir bisher gemacht haben. als wir bisher gemacht haben. Irgendwas, was uns wirklich Spaß macht. Und wir sind eigentlich wegen der Natur nach Norwegen gekommen. Und warum dann nicht in der Natur arbeiten? Genau, Und also das verbinden. unter anderem in Unter der Natur. anderem. Ja. Das Mit ist- Rentnern und genau. sowas. Genau, mit den älteren deutschen Herren und Damen. Ja, Damen und Herren, Damen und Schatz. Herren, I'm so sorry, ja. Ja. Und sonstige, muss Ja. man jetzt auch sagen, Ja, oder? genau. Und ja, okay, damit kann ich nicht. Also auf jeden Fall hat uns die wunderschöne Natur nach Norwegen getrieben, die Ruhe. Die Ruhe, der wenige Verkehr, Ja, das sind alles so Aspekte gewesen, was wir einfach richtig krass fanden. Und auch halt natürlich die Mentalität, die norwegische, weil das ist auch so ein Ding, was wirklich so in meinem innersten Kern so drin ist immer dieses
stressen, nie zur Ruhe kommen. Ich muss immer irgendwas machen und ich kann einfach nicht mehr chillen. Also das ist eine Sache, die ich in Deutschland wirklich verinnerlicht habe, diese Unruhe in mir. Und ich hoffe, dass ich durch dieses Land und die Natur einfach wieder ein bisschen runterkommen kann, weniger Sorgen habe und einfach, ja, bring Hüge in dein Leben, so sagen manche. Ja. Ja, morgen Leute. Heute Tag 2. Wir sind jetzt auf dem Weg von Dänemark nach Schweden. Wir sind jetzt gerade losgefahren. Gestern sind wir sage und schreibe 13 Stunden gefahren von Memmingen bis nach Pföffling. Also meiner Ansicht nach sind wir noch nie so lang gefahren. Es wird wahrscheinlich auch daran liegen, weil wir mit Anhänger unterwegs sind und ja, durchschnittlich 80 bis 100 km/h sowas fahren. Wir haben zweimal getankt, insgesamt für 160 € bisher. Und der Spritverbrauch ist sehr viel besser als ursprünglich angenommen. Ich habe ja mit 12 Liter kalkuliert. Wer das Video noch nicht gesehen hat, ich kann es ja nochmal verlinken. Aber wir haben jetzt ungefähr einen Durchschnittsverbrauch von 8 Litern, was echt ziemlich gut ist. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Schweden. Genau. Leute, wir fahren jetzt gerade auf die schwedische Grenze zu. Beim letzten Mal, da sind wir schon so kontrolliert worden, so mehr oder weniger. Erinnerst du dich, das war so eine heiße blonde Polizistin an der Grenze. Oh, die war rattenscharf, ey. Das weiß ich noch. Ja. So wie man sich halt eine Schwedin eben vorstellt, so sah die aus. Genau.